Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video stelle ich euch mein Rezept für Haferflockenkekse vor. Dies sind unsere Not- und Reisekekse. Sie halten sich gut und gerne 4 Wochen in einer verschlossenen Dose und eignen sich als kleiner Hungertöter für zwischendurch, auf Reisen und auch zu Hause. Die Mandeln schäle ich immer selber. Dazu gebe ich sie in einen Topf mit kochendem Wasser, lasse sie 1 bis 2 Minuten kochen, bis sich die Schale aufbläht. Ich gieße die Mandeln in ein Sieb und schrecke sie kurz ab, dann drücke ich sie aus der Schale. Zum Schluss gebe ich sie nochmal in das Sieb und spüle sie ab. Mandeln und Haselnüsse werden nun geröstet. Dazu gebe ich sie auf 2 Backbleche und für 20 Minuten in den 160 Grad heißen Ofen. In dieser Zeit werden die Haferflocken angeröstet. In eine große Pfanne gebe ich 250 Gramm Butter, lasse sie schmelzen und gebe dann 500 Gramm grobe Haferflocken dazu. Die Haferflocken saugen die Feuchtigkeit der Butter auf und werden mit der Zeit schön braun. Bis es soweit ist, heißt es aber rühren, rühren, rühren. Zunächst bei großer Hitze, und wenn ich merke, dass die ersten Flocken Farbe nehmen, reduziere ich die Hitze immer mehr. Dies kann gut 10 Minuten dauern, je nach Hitzezufuhr. Hier streue ich ein paar ungeröstete Haferflocken auf die Masse, sodass ihr euch eine Vorstellung vom Bräunungsgrad machen könnt. Zum Auskühlen und weiteren Verarbeiten gebe ich die Haferflocken in eine große Metallschüssel und stelle sie auf die Fensterbank oder einen anderen kühlen Ort. Mandeln und Haselnüsse sind ebenfalls fertig und können auskühlen. Die Nüsse gebe ich in eine Plastiktüte und knete sie durch, damit sich die Schalen lösen. Sodann gebe ich sie auf ein löchriges Sieb oder in einen Durchschlag und schüttel sie, damit die Schalen in den mittlerweile darunter stehenden Teller fallen können. Schrumpelige und unansehnliche Nüsse sortiere ich aus, denn sie können sehr schlecht schmecken. Mandeln und Nüsse werden nun zerkleinert. Die Mandeln male ich immer etwas feiner und die Nüsse lasse ich etwas grober. Beides gebe ich auf die Haferflocken und rühre es unter, das hilft auch beim Abkühlen. Dann gebe ich noch kandierte, klein geschnittene Melonenstückchen dazu. Rosinen oder getrocknete Aprikosen, kandierte Ananas, Birnen geben ebenfalls. Eurer Fantasie und eurem Geschmack sind keine Grenzen gesetzt, solange es sich um Trockenobst handelt. Jetzt muss noch eine Bindung hergestellt werden, denn die Haferflocken müssen ja irgendwie zusammenhalten. Ich habe 4 Eier in eine Rührschüssel gegeben und schlage sie unter Hinzugabe von 4 Esslöffeln Zucker schaumig. Sodann gebe ich noch 4 Esslöffel Maizena dazu und arbeite es in die Eiermasse ein. Bevor ich die Eiermasse zu den Haferflocken gebe, trenne ich hier noch ein paar zusammenklebende Melonenstückchen. Dann wird auch schon die Eiercreme darüber gegossen und in die Haferflocken eingearbeitet. In diesem Moment befällt mich immer ein leiser Zweifel, so unter dem Motto, das kann doch niemals funktionieren, bisher hat es aber immer geklappt. Und nein, die Kekse sind nicht übertrieben süß. Die Süße entwickelt sich durch das Kauen der kandierten oder getrockneten Früchte. Zum Backen gebe ich ein Backpapier auf ein Blech und lege 4 Servierringe darauf. Mit einem Eiskugelportionierer von 5 cm Durchmesser gebe ich je eine Portion Teig in die Ringe und drücke sie mit der Rückseite eines Löffels flach und der Rand des Ringes gibt mir die perfekte Form. Mit 4 Ringen lässt es sich schneller arbeiten, da man nicht immer das Werkzeug aus der Hand legen muss. Wem das zu umständlich ist, der gibt einfach kleine Häufchen aufs Blech und drückt sie etwas flach. Geht auch. Sie sollten ungefähr so braun werden und hören sich beim Backen so an. Nach dem Backen werden sie zum Auskühlen auf einen Kuchendraht gegeben und so knusprig sind sie dann. Für unterwegs falte ich mir immer eine japanische Masu-Box. Es passen genau 2 Kekse hinein, die appetitlich verpackt sind. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten im Kommentar. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!